Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das ist eine Videoantwort an den Gary vom Kanal The Last Ranger. Gary hatte eine schöne Idee. Er fragte nach unseren 3 favorisierten Messermarken oder Messerherstellern für das Jahr 2020. Zu Gary und seinem Kanal komme ich am Ende des Videos nochmal. Ja, die Messermarken 2020, das war für mich jetzt keine leichte Frage. Es gibt einfach sehr viele, sehr gute Hersteller und wie viele andere auch bin ich limitiert in meinen finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, ich kann viele Hersteller gar nicht richtig beurteilen. Ich hatte die einfach noch nie in der Hand. Deshalb wird hier von mir auch nur ein sehr subjektiver Eindruck wiedergegeben, der sozusagen auf meinen Geldbeutel zugeschnitten ist. Es gab oder gibt noch einen Grund, warum ich ein bisschen Probleme mit dieser Frage nach den Top 3 Messermarken 2020 bekam. Ja, jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, dass es da 3 Messermarken gibt, denen ich sozusagen eine Art Langzeittreue geschworen habe und auf die ich nichts kommen lasse. Und zwar Opinel, Victorinox und Mora. Um diese 3 Marken soll es heute nicht gehen, möchte ich ausdrücklich betonen. Aber jeder soll wissen, dass diese Hersteller einfach eine sehr große Rolle für mich spielen. Und ja, das ist einfach eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Das sind Messer, auf die man sich absolut bedingungslos verlassen kann. Und ich wurde persönlich noch nie enttäuscht von diesen Traditionsherstellern. Ja, besonders Opinel und Victorinox als Modder bin ich da befangen, muss ich einfach so sagen. Ich habe das Problem jetzt für mich so gelöst, dass es da einfach immer diese 3 Marken geben wird, die eigentlich unerreichbar sind. Andererseits macht es jetzt aber auch den Weg frei für den Hauptteil dieses Videos. Meine persönliche Top 3 der Messermarken des Jahres 2020. Ich baue jetzt ein bisschen um und dann geht's los. Dann fange ich mal an. Ich möchte noch dazu erwähnen, dass die gezeigten Messer nicht unbedingt aus dem Jahr 2020 stammen müssen. Es geht hier primär um den Hersteller. Ich komme direkt zu Platz 3, einen Hersteller, von dem ich erst 2 Messer besitze, aber von dem hoffentlich noch so einiges den Weg zu mir finden wird. Manley aus Bulgarien. Manley hat mit dem Comrade vor ein paar Jahren ein Ausrufezeichen gesetzt. Es gibt etliche Videos vom Comrade. Signifikant sind diese ganzen Klingenstopps. Es ist damals wirklich was ganz Neues gewesen. Da war ganz schöner Aufruhr in der Szene und ich finde es immer noch ziemlich genial, muss ich sagen. Das ist einfach ein tolles Patent und auch das Design ist gelungen. Die Materialien sind gut. Damals hat mich das Teil 45 € gekostet. Ich finde auch den Preis wirklich sehr, sehr fair. Es ist made in Europe und das muss man einfach dazu sagen. Ja, tolles Teil. Manley hat mittlerweile ein relativ großes Repertoire an Messern, sowohl feststehende wie das Patriot, das Blaze oder auch das Truga, aber auch Klappmesser wie das relativ neue City oder das Peak oder eben das sehr beliebte Manley Wasp. Wird auch gerne als der kleine Bruder vom Comrade bezeichnet. Ja, man sieht die Verwandtschaft, es ist alles ein bisschen gedrungener, aber da sind schon sehr, sehr viele Designanleihen da. Auch ein wirklich tolles Messer. Also das ist ja hier ein Geschenk vom Niklas, vom Sonntagstester. Nochmal danke. Und ja, wirklich, ich habe mir das neulich mal auseinandergelegt, komplett gereinigt, ein paar Kleinigkeiten gerichtet. Wirklich ein tolles Teil. Wenn es überhaupt was zum Aussetzen gibt, dann ist das vielleicht, dass bei Manley ab und an das allerletzte Finish fehlt. Da ist ein bisschen Luft nach oben, aber das ist wirklich nur eine Randbemerkung. Ansonsten muss man sagen, Stahlsorten sind in Ordnung. Also D2 Stahl, 12C27, 14C27N, da gibt es so ziemlich alles. Es sind auch CPM-Stähle verbaut, CBM 154 oder CPM S90V. Also ja, man kann nichts sagen. Also tolle Marke, da kann man nur gespannt sein, was noch so kommt. Und ich bin mir auch sicher, dass da noch das ein oder andere Messer auf jeden Fall zu mir kommt. Ja, da kann man nur sagen, bei diesen Messern, die sind wirklich jeden Cent wert. Gut, ich komme zu meinem persönlichen Platz 2, nämlich Böker. Böker ist meines Erachtens auf einem sehr guten Weg. Bei aller Kritik, die es am Böker gibt, muss man einfach neidlos anerkennen, dass die Qualität meistens stimmt. Und es ist für jeden Geldbeutel was dabei. Wir haben zum einen Kooperationen von Böker mit Alex Krämer von Daily Customs, respektive Daily Knives. Das sind Messer auf einem Baukastenprinzip, die haben ihren Preis, es sind aber auch Custom-Messer und insofern ist das vollkommen verdient.
Wir haben aber auch eben Kooperationen mit Designern wie Chad Los-Banos, Tom Grein, Christian Strauß oder auch Jesper Voxners. Und ja, solche Messer dann zu einem relativ günstigen Preis rauszuhauen, ist dann wahrscheinlich nur in Kooperation mit solchen großen Marken wie Böker möglich. Das muss man einfach mal im Auge behalten. Und ich muss echt sagen, ich mag Böker. Also man sieht es ja, ich habe relativ viele Böker-Messer zu Hause und 2020 hatte ich dann noch einen besonderen Bezug zu Böker. Christoph hat ein Messer für Umme-Video gemacht, Christoph Schnorres 58, und ich habe das Böker Excalibur 2 gewonnen. Das ist eines meiner besten Klappmesser. Es ist zuverlässig, leichtgewichtig, flach. Also bei dem Messer gibt es nichts auszusetzen. Ich habe nichts gefunden. Gut, man könnte über die 42A-Konformität etwas streiten, aber das sei jetzt mal dahingestellt, hat jetzt nichts mit dem Video zu tun. Tolles Messer einfach. Und dann hatte ich ja noch die Atlas-Reihe, also ich habe die komplette Reihe. Das Atlas Multi, das begleitet mich jetzt schon seit einiger Zeit als EDC und es ist wirklich, ich bin wirklich sehr zufrieden. Also alles, was mich an dem Messer gestört hat, habe ich selbst behoben und ansonsten tolles Teil. In dieselbe Kerbe schlägt hier das Böker Atlas Black, auch ein richtig tolles Messer, um die 50 Gramm, total schlank. Ja, also da kann man nichts sagen. Für mich ist es fast ein perfektes Taschenmesser, besonders in der Relation zum Preis. Ja, dann haben die ja noch die Tech-Tool-Reihe und die City-Tool-Reihe. Also Böker macht schon gutes Zeug. Es fällt zwar nicht mehr alles in Deutschland vom Band, aber gut, das ist wohl der Lauf, oder wie soll man sagen, der Wandel der Zeit. Ist halt leider so. Die Entwicklung geht dahin. Ob man jetzt da allein Böker für verantwortlich macht, ist jetzt auch die Frage. Man muss da einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Gut, das ist für mich Platz 2 der Top 3 2020. Böker. Jetzt kommt der erste Platz und der hat es in letzter Zeit so ein wenig mit Himmelskörpern. Ganz klar, die Rede ist von Real Steel. Hier die beiden Himmelskörper, Luna und Stella. Hier noch ein leicht abgestürzter Himmelskörper. Das ist ein Luna, das ich zerlegt habe. Mal sehen, wird vielleicht ein Projekt. Kann ich noch nicht sagen, weil das wird ziemlich kompliziert. Ja, Real Steel begleitet mich schon ziemlich lange. Zusammen mit Sandrine Mu war das für mich so ein bisschen der Einstieg in die Welt der preiswerten Klappmesser. Das hier dürfte jeder von euch kennen. Das ist das Real Steel E963 oder das Real Steel E77. Davon gibt es ja auch den Klon von Sandrine Mu als Slipjoint Folder. Oder hier ein Neckknife aus Tapel Design. Absolut ausbalanciert. Tolle Handlage, aggressives Design, sehr schlank, sehr leicht, eins meiner Lieblings-Neckknives. 2020 hat mir dann Niklas, der Sonntagstester, sein Megalodon verkauft. Ist zwar schon ein bisschen älteres Modell, aber richtig gut. Mikata-Griffschein, läuft wie auf Schienen, zusätzliche Klingenverriegelung. Ja, also Real Steel macht einfach gutes Zeug. Natürlich darf man hier die Luna-Reihe nicht vergessen. Lädt auch ein bisschen zum Spielen ein, zusammen mit Poltergeist Works Design. Man kann hier so ein bisschen basteln. Ich habe hier quasi eine schwarze, eine All-Black-Variante gebaut. Eigentlich waren alle schwarzen Anbauteile an dem Messer mit dem grünen G10. Ja, also Poltergeist Works und Real Steel, das ist eine super Kombination. Also eigentlich fast schon eine Symbiose. Fast alles, was die zusammen rausgebracht haben, hat mir wirklich sehr gut gefallen und ja, das geht dann auch weiter mit dem Real Steel Stella. Das dürfte Ende 2020, Anfang 2021 rausgekommen sein, genau weiß ich es nicht. Ich habe 2021 das dann gekauft und bin wirklich sehr zufrieden damit. VG10 Stahl, tolles Design. Ja, wie gesagt, Nummer 1 für mich aus dem Jahr 2020, Real Steel und insbesondere die Modelle, die zusammen mit Poltergeist Works entstanden sind. Ganz klar. Ja, das waren meine Top 3 Messermarken. Ich werde jetzt hier
niemanden direkt für dieses Thema nominieren, aber ich würde mich schon freuen, wenn es vielleicht auch in der deutschen Messergemeinschaft Anklang finden würde. Benutzt einfach die gleichen Hashtags wie unter meinem Video und richtet sie an Gary, also The Last Ranger. Ich finde, das ist ein schönes Thema. Es ist vielleicht nicht so leicht, aber meines Erachtens wirklich sehr interessant. Ja, es muss auch nicht unbedingt eine Videoantwort sein, aber es wäre natürlich toll. Und letztendlich steht auch die Kommentarsektion offen, also wie ihr wollt. Ja, gut. Wie anfangs erwähnt, jetzt nochmal ganz kurz zu Gary vom Kanal The Last Ranger. Erstmal nachträglich Happy Birthday, Gary. Alles Gute zum Geburtstag. Gary hatte am 19.01. Geburtstag und ja, es ist wirklich ein toller Mensch. Schaut bitte mal auf seinem Kanal vorbei. Verlinke ich euch mal hier. Ein amerikanischer Kanal, muss ich dazu sagen, aber er spricht ein sehr deutliches Englisch und er hat sehr schöne Videos, viele tolle Messer. Er hat auch richtig gute Projekte. Er hat auch schon Griffschalen eingefärbt und solche Geschichten. Also er macht wirklich richtig gute Sachen. Und lest euch bitte auch mal die Kanalinfo durch, denn Garys Geschichte ist wirklich interessant. Wie gesagt, schaut beim Gary vorbei, The Last Ranger. Okay, dann kann ich mich bloß für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.